Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem Kanal Eli Handmade. In diesem Video häkeln wir zusammen eine kleine Sommertasche oder einen kleinen Shopper, der aus sehr einfachen Muster gehäkelt ist. In diesem Muster kann man auch nicht sehen, da wo die Verbindungsreihe war. Also hier war der Verbindungsnaht und auf der Rückseite sieht es einmal so aus. Für diese Tasche werde ich kein Innenfutter anbringen, vielleicht später mache ich hier einen Magnetknopf. So eine Tasche herzustellen, habe ich benutzt einen Taschenboden, der 30 cm lang ist, 10 cm hat der Bodenbreite, sind integriert Taschenfüßen. Taschenhenkel sind bei 60 cm lang. Die Tasche habe ich gehäkelt aus Bobini-Cord 3 mm in der Farbe Aloe und in so einem Knoll sind ca. 100 Meter. Für so eine kleine Tasche habe ich 2 Knolle genommen und mir sind ungefähr ca. 3 Meter geblieben. Die Tasche habe ich gehäkelt mit der Häkelnadel 3,5. Eine kleinere Häkelnadel habe ich genutzt, um die Faden zu verstecken, Schere Faden abzuschneiden, eine Nähnadel, Henkel zu befestigen. Ich gebe euch noch die Maße von der fertigen Tasche. Also der Boden hat jetzt die Länge von 31 cm, die Breite ist bei 11,5 cm, die Höhe bei 31 cm und die Breite ist bei 32,5 cm. Dann wollen wir jetzt beginnen, so eine kleine Sommertasche nachzuhäkeln. Ich mache jetzt Boden umhäkeln. Und bevor ich damit anfange, mache ich ungefähr 2 Meter einen Endstück. Damit werde ich die Reihen verbinden. Und beginne mit der ersten Reihe. Da sind die Taschenfüße. Hier ist ja der Halbkreis und ich habe entschlossen, dass ich ab hier jede Öffnung verdopple. Auf der anderen Seite ist genauso. Und bei der geraden Seite mache ich so, dass ich eine Masche häkle und die nächste verdoppeln. Eine Masche verdoppeln. Und so mache ich ja dann bis zu den nächsten Taschenfuß. Ich beginne erst mit einer Masche. Das Endstück ist auf der rechten Seite und Arbeitsfaden ist jetzt auf der linken Seite. Die nächste Öffnung wird dann verdoppelt. Und dann eine Masche wieder verdoppeln. Und eine Masche. Und das mache ich bis zu den nächsten Taschenfuß, also bis hierhin. Ich bin hier bei den Taschenfuß angekommen und wie ich schon gesagt habe, hier in jede Öffnung häkle ich 2 Maschen.
Und so mache ich dann bis zu den nächsten Taschenfuß. Und hier wird ja meine letzte Verdopplung sein und ab da beginne ich wieder eine Masche zu häkeln, verdoppeln, eine Masche, verdoppeln. Und auf der anderen Seite wird es genauso gemacht wie hier. So, ich bin am Ende angekommen und wie ich schon gesagt habe, ich werde mit dem Endstück die Reihen verbinden. Also die letzte Masche häkle ich ganz anders. Mache dann die letzte Masche, dann nehme ich das Endstück und ziehe durch die beiden Schlingen. Und so verbinde ich mit nahtlosen Übergang die Reihe. Diese Reihe ist jetzt beendet. Jetzt mache ich eine Reihe mit Kettmaschen. Nehme dafür meinen Arbeitsfaden, gehe in diese Öffnung rein. Von der Rückseite sieht er so aus. Hol mir den Faden nach vorne und mache dann die Kettmaschenreihe. Und das mache ich bis Ende der Reihe. Am Ende dieser Reihe angekommen, die letzte Kettmasche mache ich mit dem Endstück. Also ich nehme das Endstück und ziehe einmal so durch und verbinde diese Reihe auch mit nahtlosen Übergang. Diese Reihe ist jetzt auch fertig. Wir beginnen jetzt Muster zu häkeln und der ist sehr einfach zu häkeln, besteht aus 2 Maschen. Und die erste Reihe häkeln wir so. So, das Endstück packen wir wieder auf die rechte Seite, nehmen unser Arbeitsfaden und wie ich schon gesagt habe, die erste Reihe, hier sind diese Schlingen entstanden. Unter jede Schlinge gehen wir mit der Häkelnadel durch und ist ja noch eine Schlinge, die hier ist und unterdurch gehen wir auch mit der Häkelnadel. So.
Wir machen dann die erste Masche. Dann gehen wir gleich in die nächsten 2 Schlingen oder unter den nächsten beiden Schlingen und häkeln wir die beiden zusammen und machen eine Luftmasche. In die nächste. Dann die nächste. Jetzt haben wir 3 Schlingen auf der Häkelnadel und die häkeln wir zusammen und machen gleich eine Luftmasche. Eine Masche, zweite Masche, 3 Schlingen und die häkeln wir zusammen und dann die Luftmasche. Und das machen wir bis Ende dieser Reihe. Ich bin am Ende der Reihe angekommen, mache noch die letzte Maschen. Und die Luftmasche mache ich mit Endstück und ziehe gleich an den Faden und schließe die Reihe mit nahtlosen Übergang. Hier ist die erste querliegende Masche, unterdurch mit der Häkelnadel gehen, Faden nach hinten nehmen und ziehen. Von der Rückseite gucken, da wo der Faden rauskommt, hier durch und Faden nochmal nach hinten ziehen. So haben wir jetzt die erste Reihe mit nahtlosen Übergang beendet. Reihe Nummer 2 und die Reihen danach werden immer gleich gehäkelt und wir fangen immer so, wenn ich ja an den Endstück ziehe. Die Verbindungsreihe war ja auch hier. Unterdurch hole ich mir Arbeitsfaden. Dann unter der nächsten Masche Faden holen. Jetzt habe ich 2 Schlingen auf die Häkelnadel und die häkle ich zusammen und mache gleich eine Luftmasche. Dann die nächsten einmal, zweimal, 3 Schlingen auf die Häkelnadel und die häkle ich zusammen und wieder die Luftmasche. Und so geht es weiter. Und die Luftmasche. Einmal, zweimal und die Luftmasche.
Und so häkeln wir dann die zweite Reihe. Und am Ende zeige ich, wie die zweite Reihe beendet wird und wie die neue Reihe wieder anfängt. Also, wir häkeln dann die Reihe Nummer 2 zu Ende. Bin jetzt am Ende der Reihe angekommen. Mir fehlt noch der letzte Element. Und die Luftmasche mache ich dann mit dem Endstück. Und verbinde dann die Reihe mit nahtlosen Übergang. Hier ist wieder die erste querliegende Masche unter durchgehen und Faden nach hinten ziehen. So habe ich jetzt die Reihe Nummer 2 beendet und fange mit der Reihe Nummer 3. Hier haben wir, wenn man am Endstück zieht, die Luftmasche gemacht, ne? Also nahtlosen Übergang. Unter diese Masche mit der Häkelnadel gehen, Faden holen, unter der nächsten Masche Faden holen. Jetzt sind 2 Schlingen und die häkeln wir zusammen. Und eine Luftmasche. Jetzt sind 3 Schlingen, die häkeln wir zusammen und die Luftmasche. Und so machen wir genauso wie bei der Reihe Nummer 2, Reihe zu Reihe in die gewünschte Höhe. Also wir häkeln jetzt Reihe zu Reihe in die Höhe und am Ende werde ich sagen, wie viele Reihen ich gemacht habe. Ich habe jetzt an meine Tasche die gewünschte Höhe erreicht. Insgesamt habe ich 30 Reihen hochgehäkelt und die Höhe ist jetzt bei der Tasche 31 cm und die Breite bei 32,5 cm. Ich werde jetzt noch eine letzte Reihe häkeln und zwar mit Kettmaschen. Ich fange wieder mit der ersten Kettmasche, da wo die Reihe mit nahtlosen Übergang war. Also erste Masche, wende auch die Masche, dass die auch nicht verdreht ist und dann häkle eine Reihe mit Kettmaschen. Also diese Reihe noch bis zu Ende häkeln. Ich bin jetzt am Ende der Reihe angekommen. Schneide jetzt Faden ab und verbinde diese Reihe mit nahtlosen Übergang. Ich habe da übersehen, es fehlt noch eine Masche. Die häkle ich noch. Und jetzt verbinde ich die
Reihe mit nahtlosem Übergang. Also ich gehe unter diesen beiden Schlingen, hole den Faden und dann auf der Rückseite hole ich den Faden da, wo der von dieser Seite oder da rauskommt. So, jetzt ist alles fertig. Hier werde ich noch die Endstücke verstecken und dann wollen wir gleich die Henkel annähen. Die Endstücke sind jetzt versteckt. Die Tasche sieht von innen so aus. Und wir kommen noch zum Schluss und nähen die Henkel an. Ich platziere jetzt den Henkel so ungefähr, wie ich es haben möchte. Ich habe ja hier solche Klammern und mache die so einmal fest und von der anderen Seite 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. So, dass das ungefähr gleich ist und dann versuche ich noch mal mit Maßband zu gucken. Ja, dass auch die Seiten gleich von Zentimeter sind. Und jetzt werde ich annähen. Ich habe ja hier schon Faden vorbereitet und eine Nadel. Und mache dann von hinten einen Stich. Und so wird dann der Henkel angenäht. Dann gehe ich lasse eine Öffnung aus und steche ich dann bei diesem Loch, also bei dieser Öffnung, wenn ihr sehen könnt, steche ich da ein und gehe dann einen Schritt wieder nach hinten. Und so sieht es aus, wenn der fertig nachher angenäht ist. Dann ich lasse wieder eine Öffnung aus und bei nächster steche ich ein. Und gehe dann wieder zurück. Und von der Rückseite sieht so aus. Das kann man auch verstecken. So, ich glaube, das könnt ihr auch jetzt ohne mich annähen. Und ich versuche, dass das hier vorne so aussieht und hinten diese Fäden nicht zu sehen sind. So, und wenn ihr diese einen Henkel angenäht habt, dreht ihr dann einmal um und legt den zweiten Henkel so an und näht den auch fest. Also ich werde jetzt noch meine Henkel annähen und das Endergebnis zeige ich euch gleich. Beide Henkel habe ich jetzt angenäht und sieht so aus. Jetzt ist die Tasche komplett fertig. Ich habe die Tasche auch gebügelt, also ich habe Handtuch oben drauf hingelegt und mit dem Dampf einmal gebügelt. Die Tasche sieht von innen einmal so aus.
Ich werde kein Innenfutter annehmen. Bleib so, wie es ist. Das ist ja auch schließlich eine Sommertasche. Von meiner Seite war das schon. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ihr werdet die Tasche auch nachhäkeln. Auf dieser Stelle wünsche ich euch viel Spaß. Tschüss und bis zum nächsten Mal.